Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Der Januar ist vorbei und nachdem es seit Oktober letzten Jahres ziemlich still um die Werkbank geworden ist, kommen heute endlich mal wieder Neuigkeiten. Den Anfang macht dieses Mal ein Panzer IV für Bolt Action. Der wurde bemalt im Rahmen des Projekts Boxen müssen leer gemalt werden. Darauf komme ich aber in einem anderen Video nochmal zu sprechen. Der Panzer ist beim Bau leider nicht sehr schön, was sich vor allem auf die Ketten bezieht. Die sind leider ziemlich schlecht geteilt bzw. lassen sie sich sehr schlecht zusammenkleben. Es sind 2 Teile und die treffen sich genau an den Laufrollen, was an sich nicht so schlimm ist, wenn sie wenigstens passen würden. Das tun sie aber nicht. Zwischen den Teilen sind wirklich ein paar Millimeter Platz, wenn man sie an einer Seite zusammengeklebt hat. Aus dem Grund habe ich die Ketten dann in der Mitte getrennt, wo sie durch die Schürzen verdeckt werden, und dann passt es vorne und hinten auch. Die Stelle habe ich dann auch nochmal mit Schlamm verdeckt, damit es wirklich nicht mehr gesehen wird. Das ist jetzt auch schon der zweite Panzer IV, den ich baue, und beim ersten hatte ich das gleiche Problem, genauso wie beim Panther. Das sind die Bausätze von Warlord Games, die zusammen mit Italeri designt wurden oder die von Italeri für Warlord Games entwickelt wurden, das weiß ich nicht genau. Tatsache ist, manche Italeri-Bausätze haben wirklich eine merkwürdige Aufteilung, was die Teile angeht. Das muss man an der Stelle leider mal sagen. Nach der Historie geht es mit Fantasy weiter. Das Imperium ist mittlerweile das geworden, was über die letzten Jahre meine Reiter von Rohan und die Orks für Herr der Ringe waren. Es stehen so ziemlich jeden Monat Modelle davon auf dem Tisch, die neue Farbe bekommen. Der Unterschied besteht hier allerdings darin, dass es eine gewisse Uniformität gibt. Ich verwende für jeden Soldaten die gleichen Farben, aber in unterschiedlichen Kombinationen. Bei den Rohirrim ging das auch, war aber um einiges aufwendiger als bei diesen Landsknechten hier, weil sie aufgrund der Kleidung eben uniformer sind. Außerdem kann man im Gegensatz zu den alten Rohan-Modellen unterscheiden, wo hier Kleidung beginnt und aufhört, oder auch Wams oder Haare. Mittlerweile sind 144 Infanteriemodelle für das Imperium bemalt, natürlich zuzüglich diesen hier aus dem Video. Die Boxen mit Imperiumssoldaten sind aber immer noch nicht leer, genauso wie die Boxen mit Herr der Ringe Orks, also wird beides wohl ein ziemlicher Dauerlauf bleiben. Als nächstes kommen die Bretonen an die Reihe. Hier sind 5 Landsknechte von Lost Kingdom Miniatures fertig geworden. Wie beim Imperium habe ich hier auch immer die gleichen Farben in unterschiedlichen Kombinationen verwendet. Natürlich abgesehen von den Farben des Ritters, dem die Krieger dienen, die sind überall gleich geblieben. Das Bemalen ist hier jetzt so, wie ich es für die Rohirrim beschrieben habe. Die Farben sind gleich, der Aufwand aber größer, weil zum einen mehr Details und dazu die unterschiedliche Ausrüstung. Nichtsdestotrotz habe ich auch für die Bretonen auf diese Weise eine große Menge Infanterie aufgestellt, hauptsächlich aber Bogenschützen. Eines meiner Landsknechtsregimenter ist komplett grün-gelb bemalt, bis mir dann auffiel, du hast gar keinen Ritter mit passender Heraldik. Eine Bewährungsprobe musste das große Infanterieregiment auch noch nicht bestehen, weil seit der Aufstellung kein neuer Spieltermin zustande kam. Die 5 Modelle hier sind die Grundlage für ein neues Regiment, das sich aus verschiedenen Gruppen von Landsknechten zusammensetzen wird, die natürlich aus den Gefolgen unterschiedlicher Ritter bestehen. Und dieses Mal achte ich dann auch darauf, dass es passende Heraldiken gibt. Oder sie werden eben noch gemalt. Den Abschluss für Januar bildet Archaon, der ewig Auserwählte. Der hier ist allerdings nicht von Games Workshop, sondern ein gedrucktes Modell von Last Sword Miniatures. Das Modell habe ich zusätzlich um, ich glaube, 20% vergrößert, weil Dorga, also das Pferd, ja im Original auch sehr groß war. Leider sind jetzt Archaons Beine fest am Pferd und deswegen wurde er entsprechend auch größer. Das macht aber nichts, weil die neuen Chaoskrieger sind ja auch größer als die alten und Archaon sollte eben auch auffallen. Das Modell ist aus unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt. Der Oberkörper stammt vom Champion der Chaosritter von Last Sword Miniatures, genauso wie das Pferd. Der Kopf ist von einem anderen gedruckten Modell, dessen Designer ich vergessen habe, aber es stellt Vardek Krom dar. Die Hörner am Helm sind von einem Chaos Space Marine, weil die ursprünglichen einfach für einen Kriegsherrn wie Archaon zu klein waren. Der kann nicht so kleine Hörner am Helm haben, der braucht schon große.
Mittlerweile habe ich auch das Infanteriemodell von Archaon bekommen, das es, soweit ich weiß, nur auf einem Gamestay gab. Mittlerweile ist es entfärbt und wartet auf frische Farbe. Allerdings wird das noch ein paar Tage dauern, bis es seinen Weg auf die Werkbank findet. Damit sind wir auch schon am Ende der ersten Werkbank des Jahres 2025 angekommen. Mehr Figuren sind in Arbeit, vor allem für die bereits bestehenden Armeen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, abonniert den Kanal, teilt das Video und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.